Es war eine Lust, Feuer zu legen. Es war eine eigene Lust zu sehen, wie etwas verzehrt wurde, wie es schwarz und zu etwas anderem wurde. Fahrenheit 451 beginnt mit einem fröhlichen Feuer und schon bald erfahren wir, was dort in Flammen aufgeht. Ray Bradburys Roman beschreibt eine Welt, in der Bücher aus allen Lebensbereichen verbannt sind und es verboten ist, sie zu besitzen, geschweige denn zu lesen. Der Protagonist Montag ist Feuerwehrmann, der dafür verantwortlich ist, die Überreste zu zerstören. Während seine Freude dem Zweifel weicht, werden kritische Fragen darüber aufgeworfen, wie man seinen Verstand in einer Gesellschaft bewahren kann, die freien Willen, Selbstdarstellung und Neugier unterdrückt. In Montags Welt haben die Massenmedien ein Informationsmonopol, mit dem fast alle Möglichkeiten des unabhängigen Denkens ausgelöscht werden. In der U-Bahn prangt überall Werbung an den Wänden. Zu Hause hört Montags Frau Mildred rund um die Uhr Radio und 3 der Wohnzimmerwände sind mit Bildschirmen übersät. Bei der Arbeit hängt der Geruch von Kerosin über Montags Kollegen, die rauchen und ihren mechanischen Jagdhund zum Zeitvertreib auf Ratten hetzen. Wenn der Alarm ertönt, rasen sie in salamanderförmigen Fahrzeugen los, um manchmal ganze Bibliotheken niederzubrennen. Doch während er Tag für Tag Bücher in Brand steckt und zu schwarzen Schmetterlingen macht, denkt Montag gelegentlich an das, was bei ihm zu Hause versteckt ist. Allmählich beginnt er, die Gründe für seine Arbeit zu hinterfragen. Montag erkennt, dass er sich schon immer unwohl gefühlt hat, ihm aber die Worte fehlten, um seine Gefühle in einer Gesellschaft auszudrücken, in der allein das Aussprechen des Satzes „Es war einmal" tödlich sein kann. Fahrenheit 451 beschreibt eine Welt voller Überwachung, Robotertechnik und virtueller Realität. Eine Vision, die sich als vorausschauend erweist, aber auch die Sorgen der damaligen Zeit aufgreift. Der Roman wurde 1953 auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges veröffentlicht. In dieser Zeit herrschte in Bradburys Heimatland, den USA, weit verbreitete Paranoia und Angst, die durch Unterdrückung von Informationen und brutale Ermittlungen der Regierung noch verstärkt wurden. Diese Hexenjagd-Mentalität richtete sich insbesondere gegen Künstler und Schriftsteller, die im Verdacht standen, mit dem Kommunismus zu sympathisieren. Bradbury war beunruhigt über diese Verfolgung. Er sah darin einen gefährlichen Präzedenzfall für Zensur und fühlte sich an die Zerstörung der Bibliothek von Alexandria und die Bücherverbrennungen durch faschistische Regime erinnert. In Fahrenheit 451, benannt nach der Temperatur, mit der Papier brennt, untersuchte er diese bedrohlichen Zusammenhänge. Die Richtigkeit dieser Temperatur wurde zwar angezweifelt, aber das schmälert nicht den Status des Romans als ein Meisterwerk der dystopischen Fiktion. Dystopische Romane sind ein Genre, das beunruhigende Merkmale der Welt um uns herum aufgreift und deren Konsequenzen auf die Spitze treibt. In vielen dystopischen Geschichten zwingt die Regierung unwilligen Bürgern Beschränkungen auf. Doch in Fahrenheit 451 erfährt Montag, dass erst die Apathie der Massen das herrschende Regime hervorgebracht hat. Die Regierung hat die kurze Aufmerksamkeitsspanne und den Appetit auf geistlose Unterhaltung ausgenutzt, um die Verbreitung von Ideen zu Asche zu machen. Mit der Kultur verschwinden auch Fantasie und Selbstentfaltung. Sogar die Art und Weise, wie die Menschen reden, ist kurzgeschlossen. Zum Beispiel, wenn Montags Chef Captain Beatty die Beschleunigung der Massenkultur beschreibt. Arbeite mit dem Zeitraffer, Montag. Rasch. Quick. Nimm. Lies. Hör zu. Kick. Tempo. Match. Tipp. Du, sie, er. Wir. Alle. Ruckzuck. Bim, bam, bum. Zusammenfassungen von Zusammenfassungen. Politik. Eine Spalte, 2 Sätze, eine Schlagzeile. Und dann mittendrin ist plötzlich nichts mehr da. In dieser kargen Welt lernt Montag, wie schwer es ist, Widerstand zu leisten, wenn es nichts mehr gibt, woran man sich festhalten kann. Insgesamt ist Fahrenheit 451 ein Porträt des unabhängigen Denkens kurz vor dem Aussterben und eine Parabel über eine Gesellschaft, die an ihrer eigenen Zerstörung mitschuldig ist. Wenn du es liebst, immer Neues zu lernen, dann abonniere unseren Kanal. Wir veröffentlichen jede Woche neue Videos zu allen möglichen Themen, von der Geschichte der Welt aus der Sicht von Katzen bis hin zu Tipps, wie man ein besserer Zuhörer wird. Bleib neugierig, bleib informiert.